Warte, kurze Frage an dich, direkt, bevor wir überhaupt anfangen. Was hast du gestern Abend gemacht? So richtig. Nicht, was du sagen würdest, sondern was wirklich passiert ist. Und jetzt sei ehrlich. Hattest du am Ende das Gefühl, der Abend war deiner? Oder ist er dir einfach durch die Finger gerutscht? Lena, du fällst ja schon wieder mit der Tür ins Haus. Kein Hallo, nichts. Weil das die Frage ist, Jonas. Genau darum geht es heute. Okay, dann machen wir es kurz. Herzlich willkommen bei Deutsch entspannt. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute reden wir über ein Wort, das fast weh tut. Vergeuden. Sein Leben vergeuden. Klingt hart, oder? Und trotzdem hat fast jeder diese leise Angst im Nacken. Und wenn dir das Thema jetzt schon unter die Haut geht, abonnier den Kanal, damit du nichts verpasst. Dann bleiben wir zusammen dran. Aber, Lena, jetzt der Punkt. Der wichtige. Die meisten Leute denken, sie wissen genau, was sein Leben vergeuden bedeutet. Und genau da liegen sie falsch. Oh, erklär das mal. Wieso falsch? Frag mal irgendwen auf der Straße. Was heißt das Leben verschwenden? Was antworten die? Na, auf dem Sofa liegen, den ganzen Tag nichts tun, faulenzen, Handy in der Hand, Stunden weg. Genau. Faulheit. Nichts tun. Das ist das Bild in fast jedem Kopf. Und dieses Bild ist ein Irrtum. Ein richtig teurer Irrtum. Moment, du willst mir sagen, faulenzen ist keine Zeitverschwendung? Jonas, das kaufe ich dir nicht ab. Doch, genau das sage ich. Hör zu. Stell dir zwei Menschen vor. Der erste liegt am Sonntag 3 Stunden im Park, schaut in die Wolken, macht nichts, fühlt sich danach leicht. Der zweite rennt den ganzen Tag. Termine, E-Mails, Aufgaben, noch schnell das, noch schnell dies. Abends ist er fertig. Und er weiß nicht mal mehr wofür. Okay, und du sagst, der Zweite hat mehr verschwendet, obwohl er der Fleißige war? Genau das sage ich. Weil er beschäftigt war, aber nicht gelebt hat. Es gibt da im Deutschen ein schönes Wort dafür. Sich verzetteln. Sich verzetteln, das kenne ich. Erklär's trotzdem für alle. Sich verzetteln heißt, du machst 1000 kleine Sachen gleichzeitig, verlierst den Überblick und am Ende ist nichts Wichtiges fertig. Du warst busy, also beschäftigt, aber leer. Krass, das trifft mich gerade voll. Ich verzettel mich ständig. Wirklich, ich schreibe mir morgens 5 Dinge auf und abends habe ich 15 andere gemacht und die 5 nicht. Und genau das ist der Punkt. Beschäftigt sein fühlt sich an wie ein gutes Leben. Man rennt, man schafft, man ist müde. Also muss es doch wichtig gewesen sein, oder? Ah ja, genau so denkt man. Müde gleich sinnvoll. Ist es aber nicht immer. Müdigkeit ist kein Beweis für ein volles Leben. Manchmal ist sie nur ein Beweis für ein volles To-Do. Puh, okay, das setzt sich fest. Aber pass auf, Jonas. Da habe ich ein Problem mit. Bitte. Wir sind hier viele Menschen, die neu in Deutschland sind. Migranten. Neues Land, neue Sprache, oft 2 Jobs. Die haben keine Zeit, in die Wolken zu schauen. Die müssen rennen. Ein wichtiger Einwand. Danke. Und da will ich ganz klar sein, renn, weil man muss. Das ist keine Verschwendung. Das ist Verantwortung. Das ist Kraft. Wer für die Familie arbeitet, wer Deutsch lernt nach der Schicht, wer sich hier ein Leben aufbaut, der vergeudet gar nichts. Der kämpft. Das ist ein riesiger Unterschied.
Gut, das musste raus. Also worüber reden wir dann genau? Über die Zeit, die wirklich niemandem gehört. Über die Stunden, die wir verlieren, obwohl wir sie eigentlich frei hätten. Und die merken wir oft gar nicht. Ah, so. Also nicht die Arbeit, sondern die Reste, die kleinen Lücken dazwischen. Ganz genau. Und da gibt es noch so einen deutschen Ausdruck, den du kennen solltest. Die Zeit totschlagen. Die Zeit totschlagen? Das klingt ja fast brutal. Klingt es, aber es meint nur, die Zeit irgendwie rumkriegen, damit sie vergeht. Warten am Bahnhof und du scrollst nur, damit die Minuten schneller weg sind. Oh Mann, Zeit totschlagen. Ich habe meinem Leben gerade beim Sterben zugesehen und Katzenvideos geguckt. Sehr dramatisch. Aber genau das Bild steckt in dem Wort. Und deutsche Muttersprachler benutzen das ganz normal. Ich schlag nur die Zeit tot. Das ist echtes, lebendiges Deutsch. Warte, dann haben wir jetzt 3. Vergeuden, sich verzetteln, die Zeit totschlagen. Das sind schon mal richtig gute Wörter für heute. Und noch eins kommt gleich. Aber erst eine Geschichte. Darf ich? Immer. Erzähl. Ich kenne einen Mann, nennen wir ihn Samir. Kam mit 30 nach Deutschland. Kein Wort Deutsch. Und er hatte eine kleine Angewohnheit, die alles verändert hat. Welche? Jeden Tag in der U-Bahn. Morgens. 20 Minuten. Andere haben geschlafen oder aufs Handy gestarrt. Er hat deutsche Wörter auf kleine Karten geschrieben und geübt. Nur diese 20 Minuten. 20 Minuten. Das klingt nach nichts. Genau. Nach nichts. Aber rechne mal. 20 Minuten am Tag, das sind über ein Jahr. Mehr als 5 ganze Tage nur in der U-Bahn. Zeit, die alle anderen einfach totgeschlagen haben. Und er hat sie benutzt, ohne extra Zeit zu haben. Das ist der ganze Trick. Er hatte nicht mehr Zeit als die anderen im Zug. Er hatte dieselbe Zeit. Er hat sie nur nicht sterben lassen. Okay, das geht mir jetzt nah. Weil ich sitze jeden Tag in genau so einem Zug. Und ich mache genau nichts damit. Und weißt du, was das Schöne ist? Ich sag dir nicht, du musst das jetzt auch machen. Das wäre so ein billiger Ratschlag. Nein, Gut, denn ich hasse solche Ratschläge. Mach dies, mach das, steh um 5 Uhr auf. eben. Es geht nicht um früh aufstehen oder mehr leisten. Es geht nur um eine Frage. Merkst du überhaupt, wohin deine Zeit fließt? Nur merken. Mehr nicht. Nur merken. Ohne Druck. Ohne Druck. Weil, und das ist wichtig, das Gegenteil von vergeuden ist nicht ständig produktiv sein. Auf gar keinen Fall. Oh, warte, das ist gut. Sag das nochmal langsam. Das Gegenteil von seine Zeit vergeuden ist nicht. Die ganze Zeit nützlich sein. Das Gegenteil ist Bewusstsein. Wissen, was du gerade tust und es auch wollen. Also 3 Stunden Serie schauen am Abend. Ist überhaupt keine Verschwendung, wenn du es willst und genießt. Wenn du dich danach gut fühlst, satt, erholt, dann war es gelebte Zeit. Und wann ist es dann Verschwendung? Wenn du danach dieses komische leere Gefühl hast. Wo warst du gerade? Wo sind die 3 Stunden hin? Dieses, schlechte Gewissen ohne Grund. Ja, dieses Gefühl kenne ich. Du machst was, aber du bist gar nicht richtig dabei. Du bist daneben. Perfekt gesagt. Daneben. Die Deutschen sagen manchmal, ich war mit den Gedanken woanders. Und genau da entsteht das Gefühl, das Leben rennt an dir vorbei.
Puh. Jonas, ich merke gerade, das Thema ist viel größer, als ich dachte. Ich habe hier 1000 Fragen im Kopf. Dann lass sie raus. Wir haben Zeit. Und die schlagen wir heute ganz sicher nicht tot. Ha! Guter Mann. Okay, dann eine Frage, die mich wirklich brennt. Warum haben ausgerechnet wir heute so oft dieses Gefühl? Unsere Großeltern, die hatten das doch weniger, oder? Oh, das ist eine große Frage. Und die Antwort hat viel mit unserer Zeit zu tun, mit den Handys, mit dem ganzen Tempo. Aber lass mich da weiter ausholen. Also, denk mal an unsere Großeltern. Deren Tag hatte klare Grenzen. Arbeit, dann Feierabend. Punkt. Es gab keine Mails am Abend. Kein Handy, das um 10 Uhr nachts noch blinkt. Das Leben war langsamer, aber irgendwie auch ganzer. Ganzer. Ja, meine Oma hat immer gesagt, nach dem Essen wird nicht mehr gearbeitet, da wird geredet. Genau das meine ich. Wir dagegen sind nie richtig fertig. Immer ist da noch eine Nachricht, noch ein Video, noch irgendwas. Und das Gehirn kommt nie zur Ruhe. Und weißt du, was das Verrückte ist? Ich merke das oft erst spät. Ich sitze auf dem Sofa, hab frei und trotzdem fühle ich mich gehetzt, ohne Grund. Weil dein Kopf noch im Rennen ist, auch wenn dein Körper längst sitzt. Die Deutschen haben dafür ein schönes Wort: Reizüberflutung. Zu viele Reize auf einmal. Reizüberflutung. Sag das nochmal langsam, das ist ein Brocken. Reizüberflutung. Reiz ist alles, was auf dich einprasselt. Töne, Bilder, Nachrichten. Und Flutung wie eine Flut, wie Wasser, das über dich kommt. Zu viel auf einmal. Das trifft es. Man ertrinkt in Kleinkram. Okay, aber Jonas, jetzt mal ehrlich. Das klingt alles ein bisschen nach Kulturkritik. Früher war alles besser, das Handy ist böse. Ist es wirklich so einfach? Nein. Und gut, dass du fragst. Es ist überhaupt nicht so einfach. Denn hier kommt der Punkt, der mich wirklich überrascht hat, als ich mich damit beschäftigt habe. Das Gefühl, das Leben zu vergeuden, ist nämlich uralt. Das ist nicht neu. Wie uralt? Echt jetzt? Es gab vor sehr langer Zeit einen römischen Denker, Seneca, und der hat einen ganzen Text darüber geschrieben, wie kurz das Leben ist. Oder, besser gesagt, wie kurz wir es machen. Warte. Vor 2000 Jahren? Ohne Handy, ohne Netflix, ohne gar nichts? Ohne alles. Und trotzdem hat er beobachtet, wie die Leute ihre Zeit verplempern. Verplempern heißt sinnlos vergeuden, für nichts ausgeben. Verplempern. Krass, das Wort kannte ich noch nicht. Und was hat er gesagt? Sein Gedanke war eigentlich ganz einfach. Er sagte, das Leben ist nicht zu kurz. Wir bekommen genug Zeit. Aber wir gehen so schlecht damit um, dass es sich am Ende kurz anfühlt. Puh, das muss ich kurz sacken lassen. Also nicht das Leben ist das Problem, sondern wie wir es benutzen. Genau. Er hatte ein Bild dafür, das ich nie vergessen habe. Er sagte sinngemäß, viele Menschen sind wie jemand mit einem riesigen Vermögen, das ein schlechter Verwalter einfach durchbringt. Verwalter, also jemand, der auf das Geld aufpasst? Genau, jemand, der fremdes Geld verwaltet, darauf aufpasst. Und ein schlechter Verwalter lässt alles einfach zerrinnen. Bei uns ist das Vermögen die Zeit. Und wir verwalten sie oft ziemlich schlecht. Das ist ein hartes Bild. Aber es stimmt. Wenn mir jemand Geld klaut, drehe ich durch. Wenn mir jemand 2 Stunden klaut mit sinnlosem Kram, sag ich, na ja. Sagst du nichts. Genau. Zeitklauen fällt uns kaum auf.
Und weißt du, wer uns die Zeit am meisten klaut, laut Seneca? Sag, Wir selbst. Am meisten wir selbst. Durch Warten, durch Aufschieben, durch dieses ewige Ich fang morgen an. Ich leb dann, wenn das und das erledigt ist. oh, ouch, das kenne ich so gut. Wenn erst der Deutschkurs fertig ist, wenn erst der Job sicher ist, wenn erst die Wohnung größer ist, dann fange ich an zu leben. Und was passiert? Die eine Sache wird fertig. Und sofort kommt die nächste Bedingung. Das Leben verschiebt sich immer weiter nach hinten. Man wartet sich das Leben quasi weg. Man wartet sich das Leben weg. Mann, das trifft mitten rein, Jonas. Ich muss dir was erzählen. Ich hatte mal eine Nachbarin, als ich neu in Deutschland war. Eine ältere Frau, Frau Weber. Sie hat 40 Jahre in einer Fabrik gearbeitet. Erzähl. Sie hatte einen Traum. Einmal das Meer sehen, die Nordsee mit den eigenen Augen. Nur einmal. Aber es war immer nächstes Jahr, wenn mehr Geld da ist, wenn die Kinder größer sind. Und, ist sie hingefahren? Mit 66 endlich. Kurz nach der Rente. Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat, als sie zurückkam? Ich werde das nie vergessen. Was denn? Sie sagte, Kind, das Wasser war die ganzen 40 Jahre da. Es hat auf mich gewartet. Nur ich habe nicht gewartet. Ich habe mich versteckt hinter dem später. Puh. Das Wasser war die ganze Zeit da. Das ist genau Seneca. In einem Satz von einer Frau aus der Fabrik. Genau. Und sie war nicht traurig, weißt du? Eher wach, als wäre bei ihr ein Schalter umgelegt worden. Danach ist sie jedes Jahr gefahren. Jedes einzelne Jahr. Und da ist der Punkt, den ich so wichtig finde. Es geht nicht darum, sich fertig zu machen. Frau Weber hat sich nicht bestraft für die 40 Jahre. Sie hat einfach ab dem Tag anders gelebt. Ja, sie hat nicht zurückgeschaut und geheult. Sie hat nach vorne geschaut und gepackt. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Reue und, wie sagt man das? Zwischen Reue und einem Weckruf vielleicht. Reue heißt, du bereust, dir tut was leid. Ein Weckruf heißt, jemand rüttelt dich wach. Reue schaut zurück. Ein Weckruf schaut nach vorn. Ein Weckruf. Ja, genau das war es für sie. Aber Jonas, jetzt sei mal ehrlich mit mir, bei dir selbst. Kennst du dieses später auch? Oder bist du so ein durchgeplanter Typ, der immer alles im Griff hat? Ha! Nein! Bloß nicht! Ich bin da absolut kein Vorbild, ehrlich gesagt. Ich habe jahrelang gesagt, ich lerne ein Instrument, wenn ich mehr Zeit habe. Klavier. Ich weiß nicht, seit so vielen Jahren sag ich das. So viele Jahre. Lena, Und, spielst du jetzt? ganz schlecht. Aber ich spiele. Seit einem halben Jahr. Und weißt du, was der Auslöser war? Kein großer Gedanke, keine Philosophie. Ganz banal. Jetzt bin ich neugierig. Was? Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Stunden ich in einem Jahr auf mein Handy schaue. Nur so aus Neugier. Und die Zahl war so erschreckend hoch, dass mir richtig schlecht wurde. Oh nein. Nein, das will ich bei mir gar nicht wissen. Ich sag dir die genaue Zahl nicht, weil sie bei jedem anders ist. Aber es waren so viele Stunden, dass ich dachte, mit dieser Zeit hätte ich locker Klavier lernen können. Und Italienisch. Und noch was dazu. Das ist der Punkt, oder? Wir sagen, ich habe keine Zeit. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Wir haben die Zeit.
Wir geben sie nur aus, ohne hinzuschauen. So ist es. Und deshalb mag ich das deutsche Wort Zeitfresser so gern. Ein Fresser, der frisst, der schlingt alles runter. Ein Zeitfresser frisst deine Zeit, ohne dass du es merkst. Zeitfresser. Das ist so bildlich. Man sieht direkt so ein kleines Monster, das heimlich deine Minuten wegmampft. Genau so. Und das Fiese ist, die Zeitfresser fühlen sich im Moment gut an. Noch ein Video, noch ein bisschen scrollen. Es tut ja nicht weh. Es ist bequem. Ja, das ist ja das Perfide daran. Perfide heißt gemein, hinterhältig. Es tut nicht weh, deshalb hörst du nicht auf. Ein Schmerz würde dich warnen. Aber hier ist kein Schmerz. Genau. Und plötzlich ist der Abend weg, die Woche weg und du weißt nicht mehr wo. Das ist kein böser Wille. Das ist einfach wie eine kleine Betäubung. Man macht die Augen zu vor dem eigenen Leben. Warte, aber jetzt spiele ich mal die andere Seite. Weil ich glaube, manche denken jetzt, oh Gott, also darf ich gar nichts mehr genießen. Kein Serienabend, kein Faulenzen. Immer nur sinnvoll, sinnvoll, sinnvoll? Nein! Und das ist super wichtig, Lena. Faulenzen ist nicht das Problem. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen echtem Ausruhen und diesem betäubten Wegdämmern. Wenn du bewusst sagst, heute Abend gucke ich diese Serie und genieße sie, dann ist das kein vergeudetes Leben. Das ist Leben. Ah, also der Unterschied ist, ob ich es wähle oder ob es mir einfach passiert. Ganz genau. Das eine ist Erholung, die dich auffüllt. Das andere ist so ein Dahintreiben, nachdem du dich leer fühlst. Gleiche Handlung, komplett anderes Gefühl danach. Das ist ein guter Test eigentlich. Wie fühle ich mich danach? Aufgetankt oder leer? Der Körper weiß die Antwort meistens schon. Der Körper lügt selten. Und weißt du, was ich daran so tröstlich finde? Es geht nicht darum, dein ganzes Leben umzukrempeln. Umkrempeln heißt komplett verändern. Alles auf den Kopf stellen. Also nicht morgen alles hinschmeißen und Mönch werden. Ha! Nein, genau das nicht. Es reicht oft, an einer einzigen Stelle wacher zu werden. Nur zu merken, oh, hier treibe ich grad. Allein das Merken verändert schon so viel. Weil du in dem Moment ja schon wieder da bist. Nicht daneben, sondern mittendrin. Erinnerst du dich am Anfang dieses Danebensein? Klar erinnere ich mich. Und genau da schließt sich für mich der Kreis. Am Anfang saßen wir noch da und dachten, wir vergeuden was. Und jetzt merke ich, allein, dass wir drüber reden, ist ja schon das Gegenteil davon. Stimmt, wir sitzen hier mittendrin, nicht daneben. Und das ist meine ganze Botschaft heute, wenn ich überhaupt eine hab. Es geht nicht darum, jede Minute auszunutzen. Das wäre der nächste Stress. Es geht darum, ab und zu einfach wach zu sein. Zu merken, ich bin grad hier. Wach sein. Das klingt so klein, aber es ist eigentlich alles. Es ist alles. Und weißt du, das Schöne ist, das kannst du sofort. Nicht morgen, nicht nach dem Urlaub. Jetzt, während du uns zuhörst. Einmal tief durchatmen und merken, okay, ich bin da. Ach, das ist ein schöner Gedanke zum Schluss. Danke, Jonas. Ich glaube, ich nehme heute genau das mit. Ich auch, Lena. Und ihr da draußen, danke, dass ihr so lange dabei wart. Das war schön mit euch. Wirklich schön. Wenn euch das gut getan hat, dann abonniert uns, damit ihr das nächste Gespräch nicht verpasst. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald.